Nachdem ihr eure Maschenanzahl, die ihr für euch benötigt, angeschlagen habt, zählt ihr einmal eure Kette durch. Diese sollte teilbar durch 8 plus 2 mehr sein. Danach halte ich meinen Daumen auf der zuletzt gehäkelten Masche und häkel 3 zusätzliche Luftmaschen für ein Stäbchen. Mache einen Umschlag und steche dann am Daumen, das ist dann die 4. Masche ab Nadel, ein und häkel dort mein erstes Stäbchen und in die 2 Maschen danach auch nochmal 2 Stäbchen, sodass wir optisch unsere 4 Stäbchen gehäkelt haben. Die Steigeluftmaschen zählen schon als 1, 1, 2 und 3. Einen Umschlag, eine Masche freilassen und in die zweite ein V aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Umschlag, eine Masche freilassen und ab der zweiten 5 Stäbchen in die nächsten 5 Maschen. Umschlag, eine Masche freilassen und in die zweite ein V aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Umschlag, eine Masche freilassen und ab der zweiten 5 Stäbchen in die nächsten 5 Maschen. Umschlag, eine Masche freilassen, in die zweite wieder ein V aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Umschlag, eine Masche freilassen und ab der zweiten wieder 5 Stäbchen in die nächsten 5 Maschen. Umschlag, eine Masche freilassen und in die zweite wieder ein V aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Am Ende eurer Reihe lasst ihr eine Masche frei und häkelt in die letzten 4 Maschen jeweils ein Stäbchen hinein. Das war dann Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen, um auf ein Stäbchen zu kommen. Steigeluftmaschen über Steigeluftmaschen und stechen in das optische zweite Stäbchen ein. Häkeln dort ein Stäbchen, danach in das V einstechen, mittig um die Kette herum 5 Stäbchen. Alles in die gleiche Einstichstelle. Umschlag. Wir kommen zu den 5 Stäbchen. Das erste davon lassen wir frei, gehen in das zweite und häkeln ab dort über die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Sodass wir aus 5 3 gemacht haben. Umschlag. Nun kommt wieder das V. Einfach in das V einstechen, um die Kette herum 5 Stäbchen. Umschlag,
Von den 5 Stäbchen das erste freilassen und in die nächsten 3 jeweils ein Stäbchen häkeln. Umschlag, in das V einstechen und einen Fächer aus 5 Stäbchen in das V hineinhäkeln. Umschlag, bei den 5 Stäbchen wieder das erste auslassen und in die nächsten 3 jeweils ein Stäbchen häkeln, sodass wir aus 5 Stäbchen nur noch 3 haben. Danach wieder das V, einen Fächer hinein aus 5 Stäbchen in das V um die Kette herum. Am Ende der Reihe von den 4 letzten Stäbchen das erste freilassen, in das zweite ein Stäbchen, in das dritte ein Stäbchen und das vierte sind die Steigeluftmaschen der Vorreihe. Dort stecht ihr in der zweiten Masche von unten angezählt ein und häkelt dort das letzte Stäbchen. Das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen und häkeln in das optische zweite Stäbchen, also Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen, und häkeln dort ein Stäbchen, sodass wir optisch 2 haben. Danach machen wir einen Umschlag und stechen nun in die Mitte des Fächers, also in das dritte Stäbchen ein und häkeln in diese eine Masche 7 Stäbchen. Danach kommen die 3 Stäbchen. Dort lassen wir das erste frei, stechen in das mittlere ein, in das zweite und häkeln dort ein einzelnes Stäbchen. So, da haben wir aus 3 nun 1 gemacht. Danach kommt wieder der Fächer. Wir stechen in die Mitte des Fächers, also ins dritte Stäbchen ein und häkeln in diese eine Masche 7 Stäbchen. Danach kommen wieder die 3 Stäbchen. Dort stechen wir in das mittlere ein und häkeln ein Stäbchen. Danach wieder der Fächer. In die Mitte des Fächers ins dritte Stäbchen einstechen und dort in diese eine Masche 7 Stäbchen hineinhäkeln. Danach aus den 3 Stäbchen wieder 1 machen. In das mittlere Stäbchen einstechen und ein Stäbchen häkeln. Danach wieder in den Fächer ins mittlere Stäbchen einstechen und in diese einzelne Masche 7 Stäbchen. Am Ende der Reihe haben wir unsere optischen 3 Stäbchen. Das erste lassen wir frei, stechen ins zweite ein, häkeln dort ein Stäbchen und das dritte, was die Steigeluftmaschen der Vorreihe sind, dort häkeln wir unser zweites Stäbchen rein. Und das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Jetzt wird das Muster verschoben.
Das heißt, wir beginnen am Anfang sozusagen mit einem V, indem wir ein Stäbchen häkeln, also 3 Steigeluftmaschen und eine zusätzliche Luftmasche. Also das Verschieben beginnt mit 4 Luftmaschen, machen einen Umschlag und gehen in das optische zweite Stäbchen hinein und häkeln dort ein Stäbchen. Danach machen wir einen Umschlag und haben nun unsere 7 Stäbchen. Das erste Stäbchen wird freigelassen und wir stechen in das zweite Stäbchen ein und behäkeln ab dort 5 Stäbchen mit jeweils ein Stäbchen. Sodass wir aus 7 5 gemacht haben. In das einzelne Stäbchen kommt ein V. Aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Danach kommt wieder der 7er Fächer. Das erste Stäbchen freilassen und ab dem zweiten 5 Stäbchen über die nächsten 5 Stäbchen häkeln. Über das einzelne Stäbchen der Vorreihe ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen, also ein V. Dann kommt wieder der 7er Bogen. Erstes Stäbchen freilassen und ab dem zweiten 5 Stäbchen häkeln in die nächsten 5 Stäbchen. In das einzelne Stäbchen wieder ein V aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Dann kommt wieder der 7er Bogen, erstes Stäbchen freilassen und ab dem zweiten über die nächsten 5 Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Und wenn ihr am Ende eurer Reihe angekommen seid, das gleiche wie am Anfang, in das Stäbchen ein Stäbchen, eine Luftmasche und dann in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in der zweiten Masche von unten angezählt mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Das war Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5. Nun beginnen wir wieder mit einem Fünferbogen. Die kamen ja danach. In das V kam ein Fünferbogen. Wir beginnen hier mit einem halben Bogen. Also machen wir 3 Steigeluftmaschen und stechen jetzt um die Kette, also um die Luftmasche herum ein und häkeln dort 3 Stäbchen. Danach kommen unsere 5 Stäbchen. Aus denen machen wir nun wieder 3. Wir lassen das erste frei, stechen ab dem zweiten ein und häkeln dort 3 Stäbchen in die nächsten 3 Stäbchen. Danach kommt das V. Dort kommt ein Fächer aus 5 Stäbchen hinein. Danach wieder die 5 Stäbchen. Aus denen werden 3 gemacht. Erstes Stäbchen freilassen und ab dem zweiten 3 Stäbchen häkeln in die nächsten 3 Stäbchen, sodass Anfang und Ende jeweils ein Stäbchen überbleibt. Dann kommt wieder das V. Dort kommt ein Fächer aus 5 Stäbchen hinein. Dann wieder unsere 5 Stäbchen. Erstes Stäbchen freilassen
Und ab dem zweiten in die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. In das V einen Fächer aus 5 Stäbchen. Aus den 5 Stäbchen 3 machen, indem wir das erste freilassen und über die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Und am Ende der Reihe wird gehäkelt wie am Anfang, um die Kette herum, zwischen Stäbchen und Steigeluftmaschen, 3 Stäbchen häkeln. Und die Reihe beenden, indem ihr in die Steigeluftmaschen in der zweiten Masche von unten angezählt das letzte Stäbchen hineinhäkelt. Das war Reihe 5. Kommen wir zur Reihe 6. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen und stechen in das optische zweite Stäbchen ein und häkeln in dieses eine Stäbchen 4 Stäbchen. Denn hier kommt der 7er Fächer in die Mitte des 5er Fächers. Und da wir hier einen halben 5er Fächer haben, müssen die 4 in diese eine Masche. Danach kommen unsere 3 einzelnen Stäbchen. Dort stechen wir in das mittlere ein und häkeln ein einzelnes Stäbchen. Und dann wie gehabt in den 5 Stäbchen des Fächers in das mittlere einstechen und dort 7 Stäbchen hineinhäkeln. In das mittlere Stäbchen der 3 einzelnen ein Stäbchen. In den 5er Fächer danach ins mittlere Stäbchen einstechen und dort einen Fächer aus 7 Stäbchen häkeln. Dann kommen wieder die 3 einzelnen, dort in die Mitte ein Stäbchen und in den 5er Fächer danach in das mittlere Stäbchen einstechen und 7 Stäbchen hineinhäkeln. Über die 3 einzelnen ins mittlere ein einzelnes Stäbchen und am Ende eurer Reihe in das vorletzte Stäbchen, also die ersten 2 lassen wir frei, in das dritte stechen wir ein und häkeln dort 4 Stäbchen hinein. Und das letzte kommt in die Steigeluftmaschen der Vorreihe ins zweite Stäbchen hinein. Das war Reihe 6. So, und Reihe 7 ist wie Reihe 1. Ihr beginnt mit 4 optischen Stäbchen, das heißt die Steigeluftmaschen plus 3 Stäbchen mehr, sodass das letzte Stäbchen frei bleibt. Dann kommt das einzelne Stäbchen. Dort häkelt ihr ein V hinein aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. In den 7er Fächer häkelt ihr so wie hier in dieser Reihe schon bereits. Erstes Stäbchen freilassen, 5 Stäbchen, letztes Stäbchen freilassen. In das einzelne wieder ein V. Dann wieder ein Stäbchen freilassen,
5 Stäbchen über die nächsten 5 Stäbchen, 1 bleibt wieder über, ein V. Original wie Reihe 1.